Wenn du das weißt, weißt du bereits mehr als 99% aller Gitarristen. Viele Gitarristen wissen, wie man einen Akkord horizontal am Griffbrett entlang verschiebt mit Barré-Akkorden. Aber die wenigsten wissen, wie man einen Akkord vertikal verschiebt. Warum das so nützlich ist, warum man das viel öfter braucht und wie das genau funktioniert, siehst du in diesem Video. Du weißt sicher schon, wie man einen Akkord horizontal am Griffbrett verschiebt. Ausgehend von einem Grundakkord, hier E-Dur, verschieben wir diesen Akkord um einen Bund. Wir brauchen also hier jetzt anstatt des Sattels hier einen Finger. Ich nehme den Zeigefinger dafür. So entsteht unser Barré-Akkord und wir können ihn auf dem Griffbrett verschieben. Du merkst schon, es klingt nicht sehr gut, wenn ich ihn einfach verschiebe. Es hat mit einem wirklichen Song und mit der Praxis eigentlich wenig zu tun. Später mehr dazu. Was passiert jetzt, und das ist der Trick, den viele nicht kennen, wenn ich einen Akkord vertikal verschiebe, also von Seite zu Seite nach oben oder nach unten. Wir starten mit D-Dur, einen Dur-Akkord also. D-Dur, kennen die meisten von euch. Im ersten Schritt verschieben wir diesen Akkord einfach um eine Seite nach oben, also Finger für Finger jeweils eine Seite nach oben. Dasselbe Griffbild hier klingt jetzt schon nach Flamenco. Wir wollen aber den Dur-Akkord erreichen und im zweiten Schritt, und das ist das Wichtige, das Learning aus dem Video, müssen wir hier die dritte Seite, hier das B, um einen Bund nach außen verschieben, um wieder einen Dur-Akkord zu erreichen. Also dritte Seite, einen Bund nach außen. Hier, wenn ich das A habe und ich möchte es rauf verschieben zu einem Dur-Akkord wieder, dann gehe ich genauso vor, ich verschiebe das A im ersten Schritt einfach um eine Seite nach oben, klingt jetzt so. Was müssen wir wieder tun? Genau die dritte Seite um einen Bund nach außen verschieben, hier Richtung Sattel zum Gis, und wir haben, die anderen Finger bleiben hier gleich, wir haben einen schönen Dur-Akkord, E-Dur. Also ich erreiche vom A-Dur den E-Dur-Akkord, welcher die dominante, also die 5. Stufe, eine wichtige Stufe ist von A-Dur. Wenn man ein Stück in A-Dur spielt, hat man hier A nach unten verschoben, D, die 4. Stufe, die auch sehr wichtig ist, 4. Tonstufe. Man hat die 5. Stufe vertikal verschoben und wieder das A. Das ist eine klassische Kadenz, also eine sehr gebräuchliche Akkordfolge. Wenn ich das gleiche erreichen wollte mit horizontalen Verschieben, also diese wichtigen Akkordstufen, dann müsste ich schon hier vom A-Dur zum D und das E. Also ich habe wirklich große Distanzen zu überwinden. Ich habe hier alles auf alle wichtigen Akkorde auf einem Haufen sozusagen. Das ist auch der Grund, warum unsere Gitarre in Quarten gestimmt ist. Nach unten sind es Quarten, also vom E zu A ist es eine Quarte. O Tannenbaum kann man zum Beispiel singen. Also E-A eine Quarte, A-D eine Quarte, D-G eine Quarte, und hier haben wir G und H, das ist eine Terz. Genau hier macht, also bei der dritten Seite, wenn du so willst, macht diese Konstante einen Sprung, also die Quarte wird zur Terz hier. Und genau das ist der Grund, sonst wäre es leicht, sonst könnten wir einfach den Akkord so lassen, wie er ist, und einfach nach oben verschieben. Aber diese Terz hier zwischen zweiter und dritter Seite macht es nötig, dass wir die dritte Seite immer einen Bund nach außen verschieben. Umgekehrt, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt jetzt, E-Dur nach A-Dur, also eine Seite nach unten, räumlich gesehen, setzen wir den Griff wieder auf, und jetzt ist es wichtig, aufpassen, jetzt müssen wir den ersten Finger einen Bund höher schieben, also hier zum A-Dur. Die zweite Seite, jetzt verschiebt sich also die zweite Seite. Wir gehen weiter, nach unten,
A. Klingt auch cool. D Major 7. Wir müssen aber jetzt die zweite Seite um einen Halbton erhöhen sozusagen, dass wir wieder auf den Dur-Akkord kommen. Das machen wir und D-Dur steht hier. Also diese Stimmung zwischen den zwei Seiten 2 und 3 auf der Gitarre ist der Grund, warum wir hier wechseln. Warum das für dich so interessant ist in der Praxis. Wenn du ein kleines Lick spielen willst, zum Beispiel hier auf der 4. Seite im 5. Bund Zeigefinger, dann 7. Bund, 3. Seite 5. Bund, zurück wieder auf 7. Bund, 5 und 7. Wenn du das jetzt eine Seite nach unten räumlich verschieben willst, darfst du natürlich nicht mehr jetzt den Zeigefinger nehmen, sondern wir haben gelernt, dass wenn wir nach unten gehen, diese Seite, also zweite Seite, um einen Halbton hierher rutscht. Wenn ich das Motiv also wiederholen möchte, auf der 4. Stufe sozusagen, spiele ich und wieder zurück. Also ich spiele hier, um das gleiche Motiv zu erhalten. Ich spiele nicht den Zeigefinger, einen Bund erhöht, den Mittelfinger. Also nochmal. Zeigefinger und hier. Nach oben, wenn ich jetzt von der E-Seite starte zum Beispiel, will ich das Riff jetzt eine Seite nach oben verschieben, räumlich gesehen, dann schiebe ich hier, wechsle ich hier den Bund, einen Bund nach außen auf der 3. Seite, wie am Anfang gelernt. So überbrückst du diesen besonderen Intervall hier auf unseren Gitarrenseiten. Es ist aber auch gut, dass es den gibt. So lassen sich unsere Akkorde am einfachsten greifen. Jetzt noch eine große Überraschung. Das Beste kommt zum Schluss und zwar möchte ich dir mein neues Buch vorstellen, wo diese Sachen alle drinstehen und noch viel mehr Basics vorher, bevor wir so weit gehen und das horizontal verschieben. Wir verschieben natürlich vertikal, horizontal in jede Richtung. Du lernst das Griffbrett kennen in 7 einfachen Schritten und ja, ich habe mir das Buch selbst bestellt und ich möchte es jetzt einfach einmal öffnen und schauen, wie es aussieht. Das ist wirklich Premiere, ich habe es noch nie gesehen, ich habe es mir selbst bestellt. In diesem Buch steht genau das, was ich dir erklärt habe und vorher noch sehr viel Einfaches, um die Basics wirklich dir schnell und einfach, ohne komplizierte Theorie, praxisorientiert dir anzulernen, dir anzueignen. Einfach mit dem richtigen Schlüssel das Griffbrett zu entschlüsseln, weil es ist ja nicht gerade einfach, das muss ich zugeben. Deshalb dieses Buch möchte ich dir ans Herz legen. Ich schaue es mir auch gleich an, ich bin schon sehr gespannt. Griffbrett lernen und verstehen, spiele frei und kreativ auf dem Griffbrett. Bis zum nächsten Video, dein Norman.